Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute starten wir mit einem neuen Set 50 Redewendungen für A2. Bist du bereit? Hallo Moni. Ja, klar. Nach den letzten 200 bin ich richtig motiviert. Worum geht es heute? Um Gefühle, Reaktionen, Höflichkeit, Zeitangaben und Pünktlichkeit. Alles, was du im Alltag brauchst. Perfekt. Das sind genau die Sachen, die ich oft höre, aber nicht immer richtig verwenden kann. Dann fangen wir an. Stell dir vor, dein Freund erzählt dir etwas Positives. Was sagst du? Vielleicht, das ist ja toll. Genau. Das ist ja toll, dass du es geschafft hast, oder das ist ja toll. Wir haben gewonnen, das Ja macht es lebendiger. Und wenn etwas schön ist? Wie schön. Ja, wie schön, dich wiederzusehen, oder wie schön das Wetter heute ist, das ist eine freundliche Reaktion. Und wenn ich mich mitfreuen will? Das freut mich. Perfekt. Das freut mich sehr für dich, oder wir haben Urlaub nächste Woche, das freut mich, zeigt echtes Mitgefühl. Und bei traurigen Nachrichten? Das tut mir leid. Ja, das tut mir leid, das wusste ich nicht, oder meine Oma ist krank, das tut mir leid, das ist die richtige Reaktion. Und wenn mich jemand um Hilfe bittet? Wie sage ich freundlich ja? Du kannst sagen, kein Thema, kannst du mir helfen? Kein Thema, oder kein Thema, das mache ich gerne, das ist locker und freundlich. Und wenn jemand sich entschuldigt? Das passt schon. Genau. Das passt schon, mach dir keine Sorgen, oder, tut mir leid, dass ich zu spät bin, das passt schon, das zeigt, alles okay. Und wenn ich eine Zusage geben will? Das geht in Ordnung? Ja, das geht in Ordnung, ich kümmere mich darum, oder, ist das so akzeptabel? Ja, das geht in Ordnung, das ist eine klare Bestätigung. Und wenn etwas möglich ist, aber nicht sofort? Das lässt sich machen? Sehr gut. Können wir uns morgen treffen? Ja, das lässt sich machen, oder, das lässt sich schon machen, aber es dauert etwas, das bedeutet, ja, aber es braucht Zeit. Und wenn etwas nicht funktioniert? Das klappt nicht? Ja, es tut mir leid, aber das klappt nicht, oder, wir haben es versucht, aber es klappt nicht, ehrlich, aber nicht zu hart. Und wenn ich etwas vorhergesehen habe? Das habe ich mir gedacht. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du kommst, oder, ach, das habe ich mir gedacht. Typisch, zeigt, dass du nicht überrascht bist. Und wenn ich plötzlich verstehe? Ach so. Ja, ach so, jetzt verstehe ich endlich, oder, er ist mein Bruder, ach so, das wusste ich nicht, sehr nützlich im Gespräch. Und bei Überraschung? Echt? Ja, ich habe einen neuen Job, echt? Das ist ja super, oder, echt? Kann das wirklich sein? Und wenn ich noch überraschter bin? Echt jetzt? Lacht, ja, das ist stärker. Echt jetzt? Das kann nicht dein Ernst sein, oder, du gehst wirklich? Echt jetzt? Und bei großer Überraschung? Das kann nicht wahr sein. Ja, das kann nicht wahr sein. Ich habe im Lotto gewonnen, oder, nein, das kann nicht wahr sein. So etwas gibt es nicht. Und ich fass es nicht. Das ist auch stark, oder? Ja, ich fasse es nicht, dass du das geschafft hast, oder, nein. Ich fasse es nicht. Das ist unglaublich. Und das ist ja unglaublich. Ist das ähnlich? Ja, das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen, oder, unglaublich, aber wahr, und auch, nicht zu fassen, dass er das getan hat, oder, das ist ja nicht zu fassen. Und wenn ich mich positiv freue? Das ist ja super. Ja, das ist ja super, dass du kommen kannst, oder, wir haben gewonnen. Das ist ja super. Und bei Dank? Wie nett von dir. Ja, wie nett von dir, mir zu helfen, oder, danke für die Blumen. Wie nett von dir.
Jetzt kommen die ganzen Danke-Varianten, oder? Dankeschön, vielen Dank, danke sehr. Genau. Danke schön für Ihre Hilfe, oder hier ist dein Kaffee. Danke schön, vielen Dank ist noch höflicher. Vielen Dank für Ihre Geduld, oder vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und danke sehr, das ist sehr freundlich, oder kann ich Ihnen helfen? Danke sehr. Und die Antworten darauf? Bitte schön und gern geschehen. Ja, hier ist Ihr Kaffee. Bitte schön, oder danke für das Geschenk. Bitte schön und gern geschehen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen oder keine Ursache, gern geschehen. Und keine Ursache. Das ist auch eine Antwort? Ja, Entschuldigung für die Störung. Keine Ursache oder keine Ursache, das mache ich doch gerne. Und dann gibt es noch schon gut und macht nichts für Entschuldigungen. Also, es tut mir leid. Schon gut, ist nicht so schlimm und ich habe dein Buch vergessen. Macht nichts. Perfekt. Und dann gibt's noch ist doch egal, das ist etwas lockerer. Rot oder blau? Ist doch egal, oder ist doch egal, was die anderen denken. Und was bedeutet es ist mir Wurst? Das klingt komisch. Lacht, ja, das ist umgangssprachlich. Es bedeutet, es ist mir egal. Was möchtest du essen? Es ist mir Wurst, oder ob wir ins Kino oder Theater gehen, ist mir Wurst, es kommt von, es ist mir so egal wie welche Wurst ich esse. Und mir doch egal? Ist das auch so? Ja, ähnlich, aber etwas direkter. Mir doch egal, was du machst, oder, das gefällt ihm nicht. Mir doch egal. Jetzt kommen Zeitangaben. Von Zeit zu Zeit, ab und zu, hin und wieder, die sind ähnlich, oder? Ja, alle bedeuten, manchmal, aber nicht regelmäßig. Von Zeit zu Zeit besuche ich meine Großmutter, ab und zu gehe ich ins Kino, hin und wieder regnet es hier, du kannst sie fast austauschen. Und regelmäßige Sachen? Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr? Ja, ich muss jeden Tag um 7 Uhr aufstehen, oder jeden Tag trinke ich Kaffee, jede Woche habe ich Deutschunterricht, oder wir treffen uns jede Woche, jedes Jahr fahren wir in den Urlaub, oder das Festival findet jedes Jahr statt. Und vergangene Zeiten? Letzte Woche? Ja, letzte Woche war ich krank, oder wir haben uns letzte Woche getroffen, und Zukunft, nächste Woche. Nächste Woche habe ich Prüfung, oder wir sehen uns nächste Woche. Und länger her? Vor einem Jahr? Ja, vor einem Jahr habe ich mit dem Studium begonnen, oder wir sind vor einem Jahr umgezogen, und Zukunft in einem Jahr. In einem Jahr werde ich fertig sein, oder wir sehen uns in einem Jahr wieder. Und was ist mit für eine Weile? Das bedeutet für eine gewisse Zeit, nicht zu lang. Ich muss für eine Weile weg, oder kannst du für eine Weile auf meine Tasche aufpassen? Und seit langem? Das ist ja auch Zeit. Ja, das bedeutet, schon lange, bis jetzt. Ich kenne ihn schon seit langem, oder, seit langem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Jetzt die vielen Bis-Ausdrücke. Bis bald, bis gleich, bis später, bis dann. Ich kenne sie, aber wann sage ich was? Gute Frage. Bis bald, wenn du nicht genau weißt, wann ihr euch wieder seht. Bis bald, wir sehen uns, oder, ich muss gehen, bis bald, bis gleich, wenn du in Kürze zurück bist, vielleicht in Minuten. Ich bin gleich zurück, bis gleich, oder, geh schon mal vor, bis gleich. Und bis später? Das ist länger? Ja, vielleicht Stunden. Ich habe jetzt keine Zeit, bis später, oder, wir sehen uns heute Abend? Bis später, bis dann, wenn ihr einen Termin habt. Okay, wir treffen uns um 8. Bis dann, oder, alles klar, bis dann. Und konkret bis morgen früh? Ja, wenn du weißt, du siehst jemanden am nächsten Morgen. Bis morgen früh um 9 Uhr, oder, ich hole dich ab, bis morgen früh. Und jetzt Pünktlichkeit. Das ist ja typisch deutsch. Lacht, ja, vielleicht.
Pünktlich sein ist wichtig. Du musst pünktlich sein, der Zug wartet nicht, oder, sie ist immer pünktlich, das Gegenteil, zu spät kommen. Komm nicht zu spät zum Termin, oder, er kommt immer zu spät, und dann gibt's noch rechtzeitig, das bedeutet früh genug, nicht zu spät. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig zum Flughafen, oder, bitte sei rechtzeitig da. Puh, wieder 50 geschafft. Das war viel, aber gut. Ja, und jetzt hast du wichtige Werkzeuge für Alltagsgespräche. Reaktionen, Höflichkeit, Zeitangaben, das brauchst du wirklich oft. Was nehme ich morgen mit? Die Reaktionen sind super praktisch. Das ist ja toll, wie schön, das freut mich, das kannst du sofort benutzen. Und bei Entschuldigungen, das passt schon, und macht nichts, sind echte Alltagshelfer. Und die Zeitangaben? Ich will die bis Sachen richtig machen. Dann übe die Unterschiede. Bis gleich, ganz bald, bis später, ein paar Stunden, bis dann, verabredet. Das kommt mit der Zeit. Danke, Moni. Das war wieder super hilfreich. Gern geschehen. Und jetzt, bis zum nächsten Mal? Ja, bis dann. Und nochmal vielen Dank. Bitte schön, mach's gut bis dahin. Tschüss, bis bald.